Hi there, we are Johannes, Elisabeth and Anne. And we made it to Munich. Without one single breakdown. Ja, am Anfang war es auf jeden Fall schwieriger, die Orals zu reparieren. Ich weiß, dass wir am Anfang wirklich gesagt haben, okay, irgendwann werden wir verstanden haben, wie die Motorräder funktionieren und dann werden wir auch nicht mehr reparieren müssen. Aber dieser Punkt, der hat sich nie eingestellt und irgendwann war dann die Motivation nur noch so, es ist ein Kunstprojekt. Es ist ein Kunstprojekt und wir müssen weitermachen. Also die Motivation zu verlieren, das war eigentlich selten ein Thema, muss ich schon sagen. Weil als Gruppe waren wir Motivation füreinander, weil find erstmal jemanden, der mit dir sowas macht, der dich aushält in dieser Zeit mit all deinen Facetten und Nuancen und der tatsächlich auch so viele Entbehrungen eingeht und so eine Reise mit dir macht und auch solche Aspirationen hat. Das finde ich schon echt schwer. Und für mich war das immer eine große Motivation. Thema vielleicht nicht Motivation verlieren, aber Fassung verlieren, das war dann Was anderes, ja. Stimmt, die Momente, die wieder gekommen sind, dann am Abend oder am Tag, die haben eine Motivation gegeben. Leute, die man getroffen hat und so. Ich glaube, es gab selten Momente, die uns lange irgendwie aus der Bahn geworfen haben, weil wir unmotiviert waren. Oder aber so dem Oral mal von so einer Klippe schieben oder anzuzünden oder mit dem Hammer drauf zu schwarten, das gab es schon öfters, so Wutausbrüche. Aber auch das hält die Oral aus. Es ist interessant, ne? Weil man fragt sich von Anfang an, wo ist denn der Punkt, wo es nicht mehr weitergeht. Ne? Und da gibt es ganz verschiedene Punkte. Ne? Es gibt die eigene Kraft, es gibt Grenzen, die dir von außen gesetzt werden. Und komischerweise war es nie die eigene Kraft, die uns verlassen hat, sondern wenn uns was gebremst hat, dann waren es Grenzen von außen, also menschengemachte Grenzen. Ne? Ob das jetzt Visas waren, die abgelaufen sind, ne? Oder irgendwelche Sperrgebiete, wo man nicht rein darf. Ne? Es war eigentlich interessant, weil wir haben den Punkt, wo wir jetzt zum Beispiel körperlich nicht mehr weiter konnten oder auch keine Ideen mehr hatten, um weiterzukommen, den haben wir nicht gefunden. Aber die Grenze, die wurde uns von außen gezeigt. Also auch dieses Scheitern mit dem Motorrad. Wir haben 11 Tage gebraucht, um von Halle, also Mitteldeutschland, bis nach Passau zu kommen. Eigentlich hätte man da schon unter vernünftigen Umständen oder ein vernünftiger Mensch hätte da schon gesagt, okay, das macht keinen Sinn. Aber wir haben weitergemacht und selbst sind wir relativ gut klargekommen mit diesem Gedanke, dass es wird nicht alles glatt laufen und wir werden scheitern unterwegs. Aber das ist ja auch das Interessante, ne? Wir sind ja in erster Linie auch Bildhauerinnen. Ne? Und der Moment, wo so eine Skulptur imperfekt ist, wenn der Fehler passiert, dann wird es erst interessant und dann wird es zu einem Erlebnis, dann entwickelt sich was Neues. Und dadurch, dass wir so oft gescheitert sind, ist es was ganz, ganz Neues geworden. Also es war irgendwie eine wirkliche Odyssee. Ne? Also das hätte man so nicht nachmachen können oder nochmal machen können. Also es war wirklich was Einzigartiges dadurch. Das Scheitern, also was wir immer wieder mit diesem Motorrad haben, war ja von Beginn der Reise praktisch unser Konzept. Ne? Die Panne als internationale Sprache, weil die versteht man überall. Ne? Stehst am Straßenrand, das Motorrad qualmt, irgendjemand flucht, tritt dagegen, schimpft laut herum und das nächste Auto, was vorbeikommt, oder der nächste Reisende, der vorbeikommt, hält an und versucht dir zu helfen. Und sofort hast du wie so eine Plattform, wo sich alle Leute bewegen können und wo man auch gar nicht viel Wissen mitbringen muss, aber wo versucht wird, eine Lösung für ein Problem, für eine Panne zu finden, was einen gemeinsam sofort in eine Aktion bringt. Und das ist total toll. Und die Panne als Kommunikationsmedium funktioniert einwandfrei in jedem Land. Und es ist ja nicht nur die mechanische Panne, die wir dann hatten, sondern es gibt soziale Pannen, es gibt bürokratische Pannen, es gibt Körperpannen vom kaputten Zahn, über kaputtes Knie, über sonstige Sachen, die dann eintreten, die dann verarztet oder gerichtet werden müssen. Und somit hat uns das echt zu einem Team auch zusammengeschweißt, egal wer von außen dazu kam und mitagiert hat, dass irgendwie plötzlich die Macht hatte, wie so ein Organismus sich an jedes Problem anzudocken und eine Lösung zu finden. Und das war echt, mich persönlich hat das so befähigt fühlen lassen, dass man wirklich hätte echt die ganze Welt erobern können. Und das Netzwerk, das dadurch entstanden ist. Man kann am Ende, glaube ich, sagen, ohne den ganzen Pannen, wir wären niemals so weit gekommen. Das klingt total komisch, aber diese Pannen haben uns zu den Leuten geführt. Und die Leute haben uns über Kontakte, über Hilfe, mehr oder weniger, man hat unsere Reise von außen organisiert. Ja, weil dieses Netzwerk ist immer größer geworden. Wir hätten das niemals planen können von vornherein, sondern wir haben die Erfahrung der Leute irgendwie einbezogen. Und das war echt
glaube ich, das einzig Sinnvollste für uns. So hast du halt Land und Leute und die Kultur halt von einer ganz anderen Seite kennengelernt, ohne dass du irgendwelche Sightseeing-Touren machen musstest oder irgendwelche Orte speziell anfahren musst, weil die Panne hat wirklich tagtäglich unsere Routine diktiert, wo wir gehalten haben, wo wir übernachtet haben, wen wir kennengelernt haben, was wir hatten, was wir nicht hatten, dann im Endeffekt und wo wir unser Lager aufschlagen würden. Und das war echt ganz schön, dem Zufall so einen Lauf lassen zu können und dadurch die Leute kennenzulernen und ihre Art hat uns viel mehr erzählt. Da gibt es eine schöne Anekdote zur Mongolei. Unser Ruf ist uns ja meistens dann vorausgeeilt. Da gibt es welche Verrückten, die fahren mit so einem alten Motorrad und meistens ist irgendwas kaputt. Und das war auch ein Ruf, der durch die Mongolei gegangen ist. Und wir haben später, nachdem wir die Mongolei durchquert haben, haben wir auf einem Vortrag Reisende getroffen, die zur gleichen Zeit in der Mongolei unterwegs waren. Und die haben in der Mongolei immer nur von den Schmutzigen gehört. Und da war das so, dass wir, weil wir ständig unsere Hände in dem Motoröl hatten, waren wir immer komplett schwarz voller Öl. Und dann hatte sich in der Mongolei irgendwie die Kunde, also hat man uns irgendwie den Namen gegeben, die Schmutzigen, da fahren da lang. Das ist ziemlich hot gewesen, muss ich sagen. Ist so krass, der Johannes, als wir in Amerika eingereist sind, haben die Grenzbeamten den einfach weggeschnappt und wir wussten ewig lang nicht, wo der ist. Ne? Und irgendwann kam er wieder und hat gemeint, er hat keine Fingerabdrücke mehr. Das Benzin und Motorenöl haben ihn einfach die Fingerabdrücke weggewaschen sozusagen und die Behörden fanden das natürlich sehr seltsam, dass hier irgendjemand einreist ohne Fingerabdrücke. Das war echt ein bisschen schräg. Hatten sie einen ganz großen Fisch am Haken. Ja, endlich. Also erstmal war Effi immer die Attraktion, weil die meisten Leute kannten noch, oder haben noch nie jemand aus Zypern gesehen. Dann wusste man immer, die gehen jetzt mit dem Pass an Google und googeln erstmal, wo ist denn überhaupt Zypern? Das war immer ein Ding, dann musste Effi erstmal mit den ganzen Grenzbeamten ein Foto machen. Ne? Und dann ging es natürlich um diese Motorräder und das war immer so ein Icebreaker. Ne? Meistens haben die Leute gelacht, die fanden das so witzig, dass wir aus Deutschland unter anderem mit diesem Schrott um die Welt fahren. Und wenn wir dann gesagt haben, wir fahren damit nach New York, dann war denen ihr Ehrgeiz gepackt. Ne? Dann wollten die uns helfen, das da ankommen zu sehen. Und das war meistens so die Szenerie an so einer Grenze. Das war aber auch witzig, die Grenze war, eigentlich lief alles immer gleich ab. Die sind natürlich gezwungen, die Grenzbeamten, die Leute, die reinkommen, zu kontrollieren. Und wir hatten unsere Beiwagen waren voller Unsinn, voller Schrott. Also die ganzen Ersatzteile sahen so schlimm aus und die Grenzbeamten waren natürlich gezwungen, diesen Beiwagendeckel aufzumachen, reinzugucken und dann hast du meistens in den Gesichtern schon gesehen und die haben absolut keinen Bock, jetzt ihre Finger da reinzustecken, müssen es aber machen, weil sie von irgendwo gefilmt werden. Ja? Also hat man dann mehr oder weniger immer da drin rumgewühlt und dann, okay, die Leute waren meistens froh, wenn wir weg waren. Wir sind in einer Nacht- und Nebelaktion nach Kasachstan eingereist. Wir standen in Russland, also im Wolga-Delta, weil wir für Kaupo ein neues Motorrad organisieren mussten, weil seins nicht mehr ansprang partout. Hatten dann auf wilden Wegen ein neues Motorrad für Kaupo organisiert und hatten es nun zu tun, irgendwie 800 Kilometer in 3 Tagen zu schaffen, um bis an die russisch-kasachische Grenze zu kommen, hinter Astana. Ne? Und haben es tatsächlich geschafft, 1 Stunde bevor das Visum abgelaufen ist, über die Grenze zu kommen. Dank Zeitverschiebung aber auch nur. Ne? Sind an diese kleinen Booths, also an diese kleinen Häuschen, haben da unsere Pässe hingetan, haben alle Stempel gekriegt, Registrationspapiere eingereist nach Kasachstan. Auf der Hälfte des Weges durch Kasachstan waren wir in Kostanay bei einem Motorradclub untergekommen und es war so cool, wir waren da ein paar Tage und am 3. Tag klingelt frühs um 9 an der Tür unten, ich gehe runter und an der Tür steht die Migrationspolizei. Sie möchten mal unsere Pässe sehen und unsere Registrationspapiere. Und wir wussten gar nicht, was passiert. Ja, halt Pässe und Papiere gegeben und plötzlich sagt er, du und du, also Elisabeth und ich, mitkommen. Und Johannes gleich so, du nimmst nicht die Mädels mit. Wieso denn bloß? Und dann zeigt er uns unsere Registrationspapiere, die wir alle am selben Stand haben abstempeln lassen. Und nur bei uns beiden hat ein Stempel gefehlt. Und wir haben sofort gesagt, ja, wir können da nicht dafür. Also ruft bei den Leuten an, die können sich bestimmt an die Idioten mit den 4 Moralmotorrädern erinnern. Die wissen bestimmt, dass das alles in Gang gegangen sein musste. Das hat die überhaupt nicht interessiert. Da haben die uns mit aufs Polizeipräsidium genommen. Und wir die ganze Zeit so, nee, wir bezahlen auch nichts. Das wurde richtig ernst. Die wurden richtig itzig. Das war nicht mehr lustig dann irgendwann. Und dann hatten wir natürlich unsere Freunde vom Motorradclub angerufen und die waren sonst rockig und so richtig Haut drauf. Und die kamen da an wie kleine stille Mäuschen und haben gesagt, seid lieber ruhig. Ne? Der Polizeipräsident wurde übelst ausgeflippt. Dann haben die uns einen Anwalt
zur Verfügung gestellt Ein und einen Übersetzer. Der war früh um 8 schon sternhagelblau. Das war ein sehr spezieller Kandidat. Und dann standen wir tatsächlich vorm Richter dort. Dann hatten wir noch über Wir Beziehungen. hatten Glück, Ja. dass wir einen Gerichtstermin bekommen haben, so schnell. Wir dachten echt, wir sind im falschen Film. Und die deutsche Botschaft hat auch in Kasachstan hat immer nur gesagt, ja, es gibt solche Fälle ganz oft, wir können da nichts machen, viel Glück. Also das war wirklich, also richtig ernst. Und dann standen wir 2 Tage später vor dem Richter und der hatte dann halt vom Projekt erfahren und das war um den 9. Mai rum, was in Russland Tag des Sieges ist über Hitler-Deutschland und da werden große Paraden und Panzer und was weiß ich nicht alles aufgefahren, zu zeigen, Kraft Russlands zu demonstrieren und Nelken an die Gräber gelegt und wir waren halt mit dem Motorradclub an den Gräbern der Soldaten des Zweiten Weltkriegs gewesen und haben da Blumen mit niedergelegt. Davon hatte der Richter erfahren und hat dann gesagt, weil ihr so ein tolles Projekt macht und weil ihr so liebe Mädchen seid, lasse ich euch hier gehen. Und ihr müsst aber noch, weil ihr ja Künstlerin seid, müsst ihr noch ein Bild fürs Gericht malen. Und er hat uns aber nur gehen lassen, weil es einen bürokratischen Fehler angeblich gab. Es wäre durchaus möglich gewesen, dass die Polizisten uns am nächsten Tag wieder verhaften. Also die haben keine Stempel gekriegt. Nee, also das Problem wurde nicht behoben. Aber die Frage, was machen wir jetzt, wurde dann von dem Richter und von den Leuten so beantwortet, bitte am besten ist es die Nacht, mitten in der Nacht irgendwie die Grenze irgendwie heimlich zu passieren und das Land zu verlassen. Wir waren aber mitten im Land. Und hatten langsame Motorräder, also eine Nacht hätte nicht ausgereicht. Sagen wir mal so, glücklicherweise gibt es Photoshop. Wir haben das Problem dann auf künstlerische Weise gelöst. Kunststudium hat sich gelohnt. Gefälschten Stempeln dann wieder über die Grenze zurück. Du musst jetzt doch jetzt nicht Das hätte doch gereicht, wenn man das so antut. Das ist wirklich eine total gute Frage. Also dieses Projekt ist so dankbar in ganz vielen Hinsichten, weil man kann es in so vielen verschiedenen Weisen interpretieren. Wir haben einen Vortrag gemacht, den sehr viele Leute gesehen haben. Wir haben ein Buch selber publiziert, einen Film gemacht. Und jetzt aktuell haben wir die letzten 1,5 Jahre an einer großen Ausstellung gearbeitet auf Schloss Augustusburg bei Chemnitz. Jetzt am 21. Oktober ist die Eröffnung. Und das ist wirklich verrückt, wie das nochmal ganz anders übersetzt wurde. Nämlich in 14 Räume, also Säle, ne, auf diesem Schloss, auf 700 Quadratmetern kann man halt wirklich selber reisen. Ne? Also in theatralischen Räumen, sage ich mal, die Luft der Steppe schnuppern. Da fliegt ein Motorrad in echt auseinander. Es gibt eine 360-Grad-Projektion von der Reise auf dem Fluss. Ne? Da kann man mal in einen richtigen Sturm kommen. Oder man kann auch seine alten T-Shirts mitbringen, am besten helle T-Shirts oder auch Unterhosen oder whatever. Es gibt eine Stempelstation, da kannst du dir dann Motorenöl und Teile drauf drucken und sie einfach ein bisschen pimpen. Also es gibt super viele Sachen, auch für Kinder kann man mit Steckenpferden durchreiten und so weiter. Also es ist irgendwie cool, das jetzt nochmal in so eine Art Theaterform zu packen und einfach die Leute direkt mitnehmen zu können. Ja. In der Ausstellung geht es ja darum, die Leute kurz aus ihrem Alltag rauszureißen und mitzunehmen auf unsere Reise. Und wir haben ein Rad installiert, wo wir gemeinsam mit dem Publikum, das 1,5 Jahre da durchläuft, werden wir das Rad drehen und versuchen, 43.000 Kilometer zu erreichen. Ein Ziel von uns war halt immer, unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Wir wollten als Kunstschaffende nicht nur die Künstler oder die das in dieser Blase wahrnehmen, ansprechen und auch nicht nur Motorradfahrer, sondern darüber hinaus auch Familien und Reisende oder Leute einfach nur, die sich eine kleine Herausforderung nehmen und einfach wieder Fahrradfahren lernen oder einen Motorradführerschein machen oder einfach irgendwie eine eigene Herausforderung suchen. Es muss gar nicht die Suche nach dem Großen, nach dem Ultimativen sein. Und wir wollten auch zeigen, dass man dafür nicht irgendwie jemand muskelbepacktes, erfahrenes oder irgendwie geschultes sein muss, sondern dass wir, so wie wir hier stehen, das auch einfach zusammen als Gruppe machen können. Und durch das, was Elisabeth schon sagte, eben das Buch, was wir gemacht haben als Kunstschaffende, den Film und jetzt auch die Ausstellung, haben wir so viele unterschiedliche Leute ansprechen können. Und die Ausstellung, die vereint das ineinander. Also man kann wirklich mit der ganzen Familie, mit der Oma, mit dem Papa, mit der Tante kommen, die ganze Hundetruppe mitbringen, I don't know, mit dem Sportverein. Und es ist ein Erlebnis für alle, weil wir uns versucht haben, nicht nur auf eine Zielgruppe zu spezialisieren und zu fokussieren, sondern dass wir einfach ganz viele Leute mitnehmen können. Durch die Vorträge vor allen Dingen haben wir natürlich viele Leute kennengelernt, die wirklich besondere Projekte machen, aber alles Mögliche fällt ja unter dieses Thema. Ne? Und mir ist da erstmal bewusst geworden, wie gefährlich das eigentlich war, was wir gemacht haben, weil oft hat man das nicht gemerkt in der Situation. Aber wir haben zum Beispiel mal einen Herrn getroffen, der so Unterwasserprojekte macht
Und der dann gesehen hat, wie wir halt diese Flüsse durchquert haben in Tschukotka. Und er hat gesagt, wissen Sie eigentlich, wie gefährlich das war, was Sie da gemacht haben? Ne? Weil uns war das gar nicht bewusst, die Geologie und die Verhaltensweisen von so einem Fluss. Oder wir waren da halt sehr naiv. Und ich bin froh, dass er es mir nicht vorher gesagt hat, sonst hätte ich es, glaube ich, gar nicht gemacht. Und dadurch haben wir halt viel mit so Leuten auch zu tun gekriegt. Und ich finde es eine totale Bereicherung, ne? Weil es viele Leute gibt, die halt irgendwie ihre Ideen einfach umsetzen und eben nicht so stark zweifeln, sondern es einfach auch machen. Und das finde ich schon cool und diesen Ansporn auch weitergeben, das finde ich halt schön, weil es nach außen halt auch kommuniziert wird und dadurch auch wieder ganz andere Leute motiviert, ihre Sachen in Angriff zu nehmen. Und das ist einfach mal auch, der Planet ist einfach sau cool und es gibt einfach mal überall coole Sachen zu erleben. Du musst einfach nur rausgehen und irgendwas tun. Genau. Das ist eigentlich völlig egal. Und diese Motivation zu kriegen, weil du kriegst ja oft, gerade jetzt, ein sehr depressives Bild der Welt vermittelt mit den ganzen Konflikten, die überall entstehen und dennoch weiter rauszugehen und auch einfach dem etwas entgegenzustellen, finde ich übelst wichtig, weil sonst sitzt man ja nur noch zu Hause und heult, also ganz im Ernst. Unser Kunststudium hat uns auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht geholfen. Wir wussten nicht unbedingt, wie man wirtschaftlich plant. Das mussten wir dann lernen, also was so Steuererklärung und sowas alles, was das Finanzamt von einem will, weil es war ja eine Geschäftsreise. Ne? Ja. Genau, und das Kunststudium hat uns eigentlich aber in vielerlei Hinsicht geholfen, das Improvisieren, dass wir viele Materialien kannten, wie man mit den Materialien umgeht und dass man vor allen Dingen Alternativen findet, ne? Dass man um die Ecke denken kann, dass man verschiedene Lösungsansätze und nicht als Ingenieur oder Ingenieurin daran geht und sagt, es gibt nur diesen einen Weg und außerdem gibt es nichts, sondern es gibt ganz viele Lösungen und die man gerade auch in der Gruppe auch ganz anders lösen kann. Ich denke, man darf das Pferd nicht von hinten aufzäumen, weil du brauchst jetzt nicht Hightech-Equipment und musst dich mit allem Möglichen ausstatten. Das kann man sich auch unterwegs besorgen. Wenn man sieht, was für Bedürfnisse da sind und wo man hingeht, kriegt man diese Sachen auch unterwegs organisiert und das sollte einen nicht aufhalten, überhaupt sowas zu machen. Ne? Also das spielt keine Rolle. Wir haben einen guten Freund, der fährt durch Sibirien bei minus 40 Grad mit dem Baumarktfahrrad. Ne? Also das ist irgendwie... Es geht nicht nur darum, ne? Es geht einfach darum, das mal zu versuchen und zu gucken, wie weit man kommt. Ich glaube, Naivität ist gar nicht so schlecht. Naivität hat uns immer eigentlich weit gebracht. Auf jeden Fall. Das sollte nicht in Dummheit ausarten, aber eine gesunde Naivität. Und, ja. Aber wenn du noch nicht weißt, was in der nächsten Ecke ist, bist du auf jeden Fall motivierter dahinter zu schauen, als wenn du weißt, was da für ein Loch im Boden ist. Es ist ein guter Punkt, wenn Denken und Machen zusammenkommen. Ab und zu. Manchmal trifft sich's. Ich glaube, was uns das Kunststudium auch gelernt hat, ist, dass es nicht alles immer perfekt sein muss, sondern dass du auf dem Weg zur Skulptur lernst du und deshalb gehst du diesen Weg. Und dass du nicht davon ausgehen musst, dass es beim ersten Mal funktioniert, sondern das Scheitern ist schon immer verankert in der Arbeit eines Künstlers. Ja, ob die Skulptur letztendlich dann wieder zusammenfällt oder ob die überhaupt zum Erfolg wird, ist immer ein großes Fragezeichen drüber. Und ich glaube, das hat uns auf der Reise auch wirklich geholfen. Und das eben aushalten zu können, diesen Zustand. Ne? Nicht das Perfekte anzustreben und dann eine Macke zu kriegen, weil man nicht dahin kommt, sondern einfach diese Ungewissheit zu ertragen. Ne? Das ist, glaube ich, nicht jedem gegeben. Und wir hatten keinen Erfolgsdruck. Wir wären, glaube ich, jetzt auch hier, wenn wir 2,5 Jahre von hier bis nach Österreich gebraucht hätten und hätten auch einen Kinofilm gemacht. Der wäre bestimmt auch sau interessant geworden. Ja.